Während unseres Sommerurlaubs am Lago Maggiore 1997 entdeckten wir ein tolles Angebot für einen Tagesausflug. Die Rundreise beginnt mit einer geruhsamen Schiffspassage von irgendeinem Hafen aus nach Locarno im Tessin. Von dort geht es weiter mit der Schmalspurbahn quer durchs Gebirge nach Domodossola. Hier trifft die kleine Bahn auf die Simplon-Strecke. Ein Linienschiff bringt uns von Baveno am Lago Maggiore wieder zum Ausgangspunkt der Reise. Wir starten in Intra. Bis zur Abfahrt ist noch Zeit für einen kleinen Stadtrundgang. Die Fähre von Laveno nach Intra kreuzt unseren Weg. Von ferne grüßen die schneebedeckten Gipfel der Alpen. Ein Wetter zum Reinbeißen. Entspannung pur. Der massige Renaissancebau der Wallfahrtskirche Santa Pietà ist das Wahrzeichen Canopios. Die Kirche entstand zu Ehren eines wunderbringenden Pergamentes, der Pietà, die 1522 Blut und Tränen vergossen haben soll. Die lange Uferpromenade säumen Patrizierhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Die beiden Brissago-Inseln waren schon zur Römerzeit besiedelt. Die größere Insel beherbergt einen sehenswerten botanischen Garten mit Villa und Orangerie. Locarno ist erreicht. Bis zur Abfahrt der Cento-Valli-Bahn ist noch etwas Zeit, die Blumenpracht an der Uferpromenade zu genießen. Im August ist hier mehr los, denn dann findet alljährlich ein internationales Filmfestival statt. Doch nun wird es Zeit. Der Bahnhof liegt heutzutage unterirdisch. Während die Bahn früher als Straßenbahn durch das Stadtgebiet fuhr, montierte sie inzwischen auf dieser Strecke zur U-Bahn. Umso begeisterter dann auch die O's und A's, als die Strecke aus dem Tunnel auftaucht. Schon nach knapp 5 Kilometern erreicht der Triebwagenzug das erste Highlight der Strecke, das Viadukt bei Intragna. Die Eisenbahnlinie, die die Gotthardstrecke mit der Magistrale durch den Simplon auf kürzestem Weg verbindet, wird auf Schweizer Seite von der Bahngesellschaft FAD und auf italienischer Seite von der Gesellschaft SSIF betrieben. Dem Betrieb liegt ein Staatsvertrag zwischen dem Schweizer Bundesrat und dem König von Italien vom 12. November 1918 zugrunde. Diese Bilder erklären auch die Namen der Bahn. Auf Schweizer Seite durchquert die Strecke das Val Cento-Valli, das Tal der 100 Täler. Gemeint sind die vielen Nebentäler. Nicht weniger als 34 Tunnel und 13 Brücken mussten gebaut werden.
vor der Grenze das Ruinacci-Viadukt bei Camedo. Hinter der Grenze, in Olgia, befindet sich die Zugkreuzungsstelle. Ab jetzt nennt sich die Bahn Vigezzina, nach dem Valle Vigezzo, das sie nun durchfährt. Wir fahren weiter und erreichen bald den Wallfahrtsort Re. Die Wallfahrtskirche aus dem 16. Jahrhundert erinnert an das Wunder vom 29. April 1494. Nach einem Steinwurf soll das Madonnenbild 20 Tage lang blutige Tränen geweint haben. Parallelen zu der Wallfahrtskirche in Cannobio sind durchaus vorhanden. Re liegt eingebettet in der wunderbaren Bergwelt des Piemont. Der Gegenzug aus Domodossola nähert sich und wird bald das 800-Seelendorf erreicht haben. Unsere nächste Station ist Santa Maria Maggiore. Hier ist mit 836 Metern der höchste Punkt der Bahn erreicht. Ein Besuch des malerischen Ortes lohnt sich auf alle Fälle. Adesso su di lì, con la piccola scarica. Come portava dietro una vicina. Sono a tutto il mondo con la piccola. Redera c'è una. No, no, pure io. Wir fahren weiter durch das Hochtal Valle Vigezzo.
Doch bald wird es steiler. Zwischen Trontano und Macerà erreicht die Strecke das maximale Gefälle von 60 Promille und die kleinsten Kurvenradien mit 50 Metern. Spätestens hier wird die Bahnfahrt eine Angelegenheit für Augen und Ohren. Deshalb genießen wir die Abfahrt ohne Kommentar. Die kurze Wartezeit auf den Gegenzug sei für ein paar technische Informationen genutzt. Die Schmalspurbahn hat eine Spurweite von 1000 mm und wird seit ihrer Eröffnung im Jahre 1923 mit 1200 Volt Gleichstrom betrieben. Für die gut 50 Kilometer lange Strecke braucht ein durchgehender Zug etwa 1¾ Stunden.
Das Tal des Toce ist erreicht. In der Ferne tauchen die ersten Steinbrüche auf. Mit Blick hinauf Richtung Simplon Pass überqueren wir das breite, natürliche Flussbett des Toce. Wir passieren das Bahnbetriebswerk der Viquezzina und erreichen bald den unterirdischen Schmalspurbahnhof Domodossola. Die Streifen an Decken und Wänden irritieren den Entfernungsmesser. Aber jetzt sehen wir wieder klar und steigen um in den regelspurigen Nahverkehrszug zum Lago Maggiore. Wir sind in Baveno angekommen und am Ende einer interessanten Rundreise, die man sich im Urlaub am Lago Maggiore nicht entgehen lassen sollte.